Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch an neue Zuschauer. Ja, und an die unzähligen Abonnenten, die auf meinen Kanal gestoßen sind, ihn abonniert haben, am besten auch gleich die Glocke anmachen. Das freut mich natürlich sehr, wir knacken bald die Tausender-Marke an Abonnenten, das ist schon lange für mich ein Meilenstein. Ja, das ist die ersten 100 Abonnenten, wenn man mit YouTube anfängt, das kann lange dauern. Ja, es sei denn, man macht jetzt Videos über die Politik oder so, aber das ist ja nun nicht mein Kanal. Ja, und wir haben jetzt hier, ich habe PlayStation Plus Premium und ich wollte eigentlich mit euch Guardians of the Galaxy spielen, aber The Council und noch ein paar andere Spiele sind bald nicht mehr verfügbar. Assassin's Creed Valhalla habe ich auch Let's Played. Ist auch jetzt nicht mehr verfügbar seit dem 20. Dafür sind aber andere Uplay-Spiele mit reingekommen. Ja, und The Council ist für mich sowieso sehr interessant. Ihr seht ja schon das Symbol hinter dem C. Das geht um Geheimgesellschaften. Manche Menschen wissen gar nicht, was das ist oder dass es sowas überhaupt gibt. Und ich weiß das schon lange. Ja, ich befasse mich auch mit so einem Ding. Ich wusste jetzt aber nicht, dass das Spiel damit was zu tun hat. Das habe ich erst gestern beim Erststart gemerkt. Gibt ja die Freimaurer, die Skulls and Bones und etliche andere Geheimbünde, die man vielleicht noch nie mit Namen gehört hat. Ja, und darum geht dieses Spiel so ungefähr. Ja. So, dann mal los. Ja, wir haben heute den 23. Dezember, Freitag, und ich wünsche euch ein frohes Fest. Ich habe ja auch gesagt, ich habe ein Faible ein bisschen für Details, nennt man ja auch auf Deutsch detailverliebt. Und das wusste ich nicht, dass wir jetzt hier drauf stoßen. Ich habe nämlich in der ersten Folge, da waren wir noch gar nicht hier, bei viele Spiele rasche ich nicht einfach so durch, sondern schaue mir die Bilder an der Wand an, habe ich in der ersten Folge gesagt. Und dann kommen wir hier in das Herrenhaus rein und dann haben wir hier schon ein altertümliches Bild. Was man da sieht, das ist wohl viel Weiberei. Da hat nicht nur eine Frau im Arm, sondern einige. Kann man hier auch rangehen, wa? Geil. Blind Oedipus. Blinded himself. What a tragic destiny. Oh, dann wollen wir uns erstmal umgucken. Erdsternchen. Erdsternchen versetzen dich in den Zustand sensibilisiert. Du kannst vorübergehend die Immunitäten und Schwächen erkennen, die sich auf einen Dialog auswirken. Du kannst nicht mehr als 5 bei dir tragen. So. Hier müsste es bestimmt noch mehr geben. Ja, man kann auch ein bisschen schneller gehen. Ja, ich habe sowieso, also Geduld ist eine Tugend. Wollen wir hier mal. I thought my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence Cardinal Piaggi? He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simpler. George Washington, President of the United States of America. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Moras de Richet. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles.
Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet, and you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Riche's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Richet, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? Like you, Mr. President, I'm here as a result of Lord Mortimer's invitation. 2 members of the same family here. That is rare. You know what they say. You can pick your nose, but you can't pick your family. Seriously, though, I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Dialog-Timer. Wenn die Zeit abläuft, wird automatisch eine Antwort ausgewählt. Behalte den Dialog-Timer am unteren Bildschirmrand im Auge. Good evening, my friends. Holy shit. That's the man from my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apologies. He's asked me here and he hasn't even turned up? Great start. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I have already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Nee, noch nicht. Let's see what Washington has to say. Sir, if you don't mind, I shall stay here. Do exactly as you please, young man. Louis, thank you for staying. Just like you, when I arrived this morning, I found out that Sarah had gone missing. I know your mother well. Don't worry. Emily is from the English branch of the Golden Order. And President Washington is in fact the leader of the Order in the United States. I didn't know. Sorry to have made you wait, but I didn't want to speak in front of the others. You did well. Secrecy and discretion are the pillars of our organization.
If I can help in any way at all, please don't hesitate to ask, my lad. And if you have any other questions, now's the time. Es gab gerade eine Trophy und die hieß die neue Weltordnung. Da habt ihr wohl sicherlich schon von gehört. Wenn nicht, dann jetzt zum ersten Mal. So, mehr über diesen Mortimer erfahren, woher kennt Emily meine Mutter. And you, Emily, what do you think of my mother? I only know her through the Order. The one time we met, we only exchanged a few words in a corridor of Parliament. And was the exchange courteous or impassioned? I'm not sure if I understand. Was there any reason for her to be angry with you? Under other circumstances, I would slap your face for even asking, but I'll put your lack of tact down to her disappearance. Know that your mother is a woman I would love to work with. Her reputation is entirely deserved. Mr. Washington will be able to tell you more. Mr. Washington, you seem to be very familiar with my mother. When did you last speak to her? Philadelphia, 15 years ago. Sarah often went back and forth between France and the United States. Yes, I remember those days. I didn't see her too often. Right. Would it be too much if I asked you a few more questions? Not at all. Go ahead. But I can't promise I'll remember everything. May I ask, when you saw each other, what did you talk about? Schwierigkeit 2 haben wir noch nicht erlernt, Politik noch nicht erlangt. Oder die Geheimnisse, die uns umgeben. Den goldenen Orden vielleicht. When she came to the US, did you exchange ideas about the Golden Order? Exactly. What's more, she was essential in helping set up the American branch of the Order. I would never have become its leader without her help. We are a new country, and to achieve our democratic ideals, we need to count on discrete powers such as our organization. Thank you, sir. I was hoping to speak with Lord Mortimer. At least now I have some information, thanks to you. I repeat, Lord Mortimer is a man of his word. You won't be disappointed. And I am persuaded that your mother's research is his main concern. Was, wenn Mutter die Insel verlassen hat? Hat sie ja nicht. Das wissen wir eigentlich schon, glaube ich. Ich glaube, das weiß ich nicht hundertprozentig. Mother still is at the head of the Golden Order. I find it difficult to believe that she came to this island without notifying the other members. As for myself, I did not know. I am here at the request of Sir Holm, a situation regarding the Crown of England to resolve, and to see what Lord Mortimer has to propose to us. As for me, Lord Mortimer asked me here to speak about the future of America. I did not know that your mother would even be among us. In any case, no one has yet mentioned associating the Order. We haven't found many clues yet. Don't worry, Louis. I'm sure nothing bad has happened to her. Yes, I hope not. Careful, they're coming back. Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. The statue is impressive, and so are the paintings. Rubens, the Caravage, Guignero. Lord Mortimer has very good taste, and the means to express it. Oh, I see our young sir is a connoisseur.
Yes, in my spare time. Yet, I couldn't tell you who the artist of that painting there is. I think I recognize a theme, but the style intrigues me. Saturn devouring his son. Oh, well, you wouldn't know. The artist is none other than Lord Mortimer. I thought for a long time that the painting wasn't finished, but my old friend assured me it was. Still, there's no accounting for taste. Not very conventional, but it sure does hold your attention. You will find that Lord Mortimer is not what one would call conventional, Monsieur de Richet. Sir Holm, who was that young lady with you? Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. On that note, it's very late. You must be exhausted. The servant will accompany you to your rooms. Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh man, it's been quite a day. Right, where is my room? Unten links haben wir nur noch einen Punkt von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nicht 6. Habt ihr das Bild vorhin gesehen, wo ein Mensch aufgegessen wird? Da haben sie den Saturn, den Planet, erwähnt. Könnt ihr euch auch mal ein bisschen drüber informieren. Ja, das Spiel gefällt mir natürlich sehr gut, weil ich mich mit sowas in letzter Zeit mehr befassen tue. Bei YouTube. Generell, ich strebe nach Wissen. Und ja, ich kann euch eine Seite empfehlen. Ja, ich weiß, wie die heißt. Ich habe mir das aufgeschrieben. Die heißt www.academia.edu. www.academia.edu. Da kriegt ihr 40 Millionen Bücher. 40 Millionen. Alles im PDF-Format. Und für ein Jahr kostet das 40 Euro. Das benutzen schon über 200 Millionen Menschen auf dieser Erde. Und da findet ihr die geilsten Bücher. Die kosten sonst richtig viel Geld. Ja, könnt ihr ja mal reinschauen. Und ihr kriegt dann sofort, habe ich zumindest bekommen, 50% Rabatt. Eigentlich kostet das 80, ich habe 40 bezahlt. Und ihr könnt euch PDF-Dateien vorlesen lassen. Ja, wenn ihr im PDF-Programm drin seid, könnt ihr das einstellen. Dann müsst ihr bloß, entweder könnt ihr euch das ganze Buch vorlesen lassen oder immer mit der Maus in spezielle Bereiche reingehen. Und sozusagen habt ihr dann die ganzen PDF-Bücher als Hörbücher. Natürlich ist das diese Computerstimme, die auch nicht so angenehm zu hören ist, aber besser als nichts. Man kann natürlich auch lesen, ne? Aber das ist auch einprägsamer. Ja, kann ich euch nur empfehlen. Und ja, wir haben uns ja für die Laufbahn Okkultist entschieden. Unsere Mutter ist auch eine Okkultistin und wir sind halt ihr Sohn. Ja, gut, wir wollen mal hier mal reingucken. Duchess Emily Hillsborough.
Dann werden wir uns aber ein bisschen weiter hier umschauen. Wo sind wir überhaupt hier? Ach, wir sind jetzt schon ein Stockwerk höher. Ja gut, hier wird wohl nicht mehr... Man weiß es nicht, ob hier noch was ist. Wir werden hier einfach mal durchwaschen. Ob hier ein blauer Punkt noch irgendwo ist. Ja. Ja gut, das sind die Bezeichnungen, wo... wer in welchem Zimmer ist. Aber hier ist noch was. A few leaves out of an old encyclopedia. Könnten wir uns jetzt durchlesen, aber... Goldelixier. Goldelixier hebt alle negativen Effekte auf, die auf dir lasten. Du kannst nicht mehr als 5 tragen. Steuerkreuz links. Zack. Kann man sich das Gemälde hier auch mit einem blauen Punkt? Nee. Boah, das ist ja riesengroß. Nee, also da gehen wir jetzt wieder zurück, aber wir haben ja was bekommen. Hier ist noch mehr. Manuskripte. Mit Manuskripten kannst du dich während deines Abenteuers weiterbilden. Zu Beginn jedes Kapitels legst du fest, welches Manuskript du lesen willst. Du erhältst dafür permanente Fertigkeitenpunkte. Du kannst deine Manuskriptseite im Bereich Inventar finden. Decorum Guide. So. Finde alle Teile dieses Manuskripts, ums lesen zu können. Er steht da jetzt. 150 Akademiker und Gelehrte trugen zur Schaffung dieser ersten Sammlung Menschheitswissens bei. Ja, und ich strebe eben auch nach Wissen und das ist aber nicht für jeden Mensch was. Es gibt, wie gesagt, auch Menschen, die schauen lieber RTL den ganzen Tag oder und lassen sich berieseln von Unterhaltung. Muss jeder selber wissen, da ist nicht jeder Mensch für gemacht, sich jeden Tag weiterzubilden. Ich bin sehr wissbegierig und neugierig und wie ein kleines Kind eben da auch, ne? Das muss ja auch immer noch neue Sachen entdecken und ja, Kinder lernen auch sehr schnell. So, wollen wir mal sehen. Ja, das wäre das. Ist hier noch was? Sonst, ja. So, das ist unser Zimmer, ne? Nee. Duchess Emily Hillsborough. Nee, da waren wir ja schon. Ich glaube, hier wird es nicht sein. Hoppala. Duke Manuel Godoy. Na gut, dann müssen wir erst... Ey! Nee, also das ist das Zimmer hier, okay. War hier noch ein blauer Punkt? Nein. Huh, that's me. Na also. Right. So what shall I do with this letter? It might be about my mother's disappearance. But if I open it, I'll be betraying Biaggi's trust. What should I do? Ja, jetzt ist natürlich Brief öffnen, ohne das Siegel zu brechen. Wie sowas geht, das weiß man gar nicht, ne? So, Schwierigkeit 3. Heimlichkeitsstufe 3, das Heimlichkeitsstufe 1. Brief öffnen, Siegel brechen. Ne? Ich weiß, jetzt können wir wieder rausgehen. Oder geht das jetzt nicht mehr? Hier ist eine Map. Einen Moment. Hier bräuchten wir Heimlichkeit Stufe 1. Und 3 Punkte. Wir haben nur einen Punkt, aber das kann man auffrischen. Heimlichkeit. Hier seht ihr ja... Also, ach so. Oh, das Spiel wird, glaube ich, noch einiges an Spielzeit haben. Was haben wir denn hier?
Belesenheit, ach so. Wissenschaft. Ach so, man sieht, hat ja das Symbol gesehen, ne? Ja, Symbole sind natürlich auch im Okkultismus und hier ist Heimlichkeit. 4 Punkte nötig für Stufe 2. Schaltet Dialog. Können wir hier einen rausnehmen? Nein. Das können wir jetzt nicht machen. Wir werden mal... So, jetzt haben wir 3. Jetzt steht das. Geil. Brief öffnen, ohne das Siegel zu brechen. So, Ausgelaugt. Trophy. Piaggi wasn't lying. Wow. Nice room. Mortimer sure doesn't do things halfway. So, jetzt haben wir den Brief. Pagias Brief versiegelt. Ja, haben wir doch reingeguckt. Kann man sich den jetzt nicht durchlesen? Der ist versiegelt. Punkt plus 1 Punkt in Etikette. Ich muss mich natürlich noch ein bisschen mit diese ganzen Sachen auseinandersetzen. Kann man sich nicht durchlesen. Oder steht jetzt hier mehr über Piat noch unbekannt? Sewa, das ist der... Ein Moment. Wir heißen doch auch der Richer, das ist unsere Mutter, ne? Auf jeden Fall gab es eine Trophy. Trotzdem, da muss ich noch mal rein. Nein, nicht einen Screenshot machen. Ob das nicht doch gilt. Hier seht ihr mal, was man hier alles noch machen kann. Und hier ist das, aber... Ach, das kann man auch so nehmen, dann weiß man Bescheid. Gut, ist erstmal so. Also einen Kamin hätte ich auch gern zu Hause. Wärmt auch die Wohnung, ne? Und ein schönes Licht hat man auch noch. Kamelitengeist. Mit Kamelitengeist versetzt du dich in den Zustand fokussiert. Der nächste Fertigkeiten-Einsatz kostet dich nichts. Du kannst nicht mehr als 5 bei dir tragen. So, jetzt haben wir alle gesammelt. Alter, was ist das denn? Einen Moment. Ui! Ich habe hier noch ein paar Fluppen in der Schachtel. Ich war vorhin noch unterwegs. Habe ich noch ein paar Menschen getroffen. Moment. Ihr kennt mich ja, ich brauche immer meine Fluppen. Zum Spiel mein Kaffee. So ein heißes Bild hier. Saint Jerome and the Angel. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. Saturn devouring his son. Again? I saw the same theme in the hall. I wouldn't like to be his son. Na, da ist sein Sohn auf, aber das, da steht auch in der Bibel drin, aber das, ich bin nicht Bibel belesen groß. Saint Francis of Assisi in ecstasy, before superior voices. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. Propaganda. Das steht nicht, ne? Noch nicht. Da könnte man gleich mal raus. Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer's giving to his guests. Very jolly. Well, jolly. Alter, ich bin ja meinen Eltern sehr dankbar. Ich habe früher immer zum Geburtstag 100 Euro bekommen und zu Weihnachten auch. Und habe ich irgendwann zu meinem Vater gesagt, so, jetzt rück mal ein bisschen mehr rüber.
Und ich habe am 2. Oktober Geburtstag gehabt, da habe ich 300 Euro bekommen. Eigentlich wollten meine Eltern jetzt morgen vorbeikommen zu Heiligabend. Nee, heute schon, weil denn ist egal warum. Leider ist bei unserem Auto was kaputt gegangen und die Servolenkung. Und habe ich nicht 300 jetzt zu Weihnachten bekommen, sondern 350, weil wir wollten ja eigentlich essen, also gehen oder bestellen und das kann man Heiligabend schlecht machen. Und deswegen wollten meine Eltern heute vorbeikommen und sie haben mir 50 Euro mehr überwiesen. Und meine Mutter sagt, dann hol dir mal was Leckeres zu essen. Da habe ich gesagt, nee, ich hole mir lieber gute Spiele. Und ich werde mir, habe ich voll Bock drauf, auf dem PC aber, könnt ihr euch drauf freuen, Dying Light 2. Stay Human oder wie das heißt. Das gibt's jetzt bei Steam, ist ein großer Wintersale bis nächsten Monat rein, ne? Wenn ihr nächsten Monat Geld bekommt, könnt ihr weiter noch zuschlagen. Und gibt's für 30 Euro jetzt. Günstiger kommt man an Dying Light nicht ran. Und es soll eine sehr geile Story haben. Ich habe aber so viele Spiele im Blick. Ja, was ist hier, sind wir hergekommen, ne? Das hatten wir gesehen. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir hier mal rausschauen können. Geil. Ja, mich faszinieren Spiele schon mein ganzes Leben. Wir gucken einfach mal hier runter. So, hier das sind unsere beiden Zimmer. Ach, hier kann man bestimmt in die anderen Zimmer reingucken, ne? Ach, noch mal Kamelengeist, ja. Nee, das lassen wir mal lieber hier. Das gehen wir bei der Frau einfach rein und gucken wir erstmal, wie sie denn ohne das schicke Kleid aussieht, ne? Sammlermünzen. Nur immerhin. Ups. Kann man sich hinsetzen, Hey, oder? a Russian ruble. I wonder what it'd be worth today. Der russische Rubel, ja, der steigt momentan bis ins Unermessliche. Das mal dazu, aber man kann in Deutschland keine russischen, kein europäisches Geld mehr in russische Rubel wechseln. So, und jetzt legen wir uns bestimmt schlafen. Hatten wir das schon? Inferno by Dante. Ja, hatten wir schon. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Geil. Very jolly. Very jolly. Trophy, angenehme Träume. So, vor der Küste von England. Erfolgreich. Ich bin zum Herrenhaus gegangen. Ich habe am Anleger Hinweise zu meiner Mutter gefunden. Ich habe Paji überzeugt, mir seinen Brief anzuvertrauen. Ich habe Mr. Washington kennengelernt. Ich bin in der großen Halle geblieben, um mich mit Mr. Washington zu unterhalten. Ich habe Fragen bezüglich meiner Mutter gestellt. Ohne Erfolg. Ich habe am Anleger nicht alle Hinweise auf meine Mutter gefunden. Ich habe das Buch am Anleger nicht mitgenommen. Aha. Alternative Wege. Ich hatte Sir Holmes im kleinen Salon Gesellschaft leisten können. Ich hätte eine unerwartete Begegnung haben können. Ja, die Frau da oben und das alles. Dann kriegt man noch andere Trophys. Das war wohl die erste Episode, das weiß ich jetzt nicht. Ja. So. Das muss man vielleicht jetzt nicht machen. Man kann auch alle Punkte entfernen, das ist natürlich auch sehr gut. Psychologie, ne? Aber da hatten wir schon einen, ne? Wird nicht beherrscht.
Obwohl da ein gelber Punkt ist. Muss man das so machen? Ach so, man kommt wohl erst von dem hier dahin, ne? Logik. Du kannst deine logischen Geistes- und Sprachfertigkeiten meisterhaft einsetzen. Ja, die muss man jetzt machen. Eines hervorragenden kulturellen Hintergrunds. Ne, hier hatten hier einen investiert, hier und hier. Unbemerkt Gegenstände stehlen, mühelos Schlösser knacken und zielsicher Fälschung erkennen. So eine Spiele kann man ja auch mehrmals durchspielen. Ablenkung. Müssen wir hier nicht. Dann geht's, wenn man hier rauf geht. Ein Punkt, ja genau. Es ist dir ein leichtes, die Aufmerksamkeit der Menschen in die gewünschte Richtung zu lenken, das Thema zu wechseln oder unliebsame Fragen zu vermeiden. Ja, das ist schon nicht schlecht. Du bist in der... Ach, wir haben 4 Punkte. Du bist in der Lage, die Menschen mit deiner schieren Willenskraft und deiner Einstellung zu überzeugen. Etikette. Du weißt stets, in welcher gesellschaftlichen Situation welches Verhalten gefragt ist. Auch sehr nützlich für Komplimente und versteckte Beleidigungen. Ja, Politik hätten wir schon einmal haben müssen. Du kennst dich auf dem Parkett der Geopolitik bestens aus. Die Interessen der Länder und ihre diplomatischen Beziehungen sind dein Metier. Hier haben wir ja überall schon einen Punkt. Deine wachsamen Augen entgehen selbst kleinste wichtige Details und seltsam platzierte Elemente nicht. Das hätte ich denn einmal. Fähigkeit wird nicht beherrscht. Muss man da jetzt noch 3 Punkte investieren, damit die überhaupt Das kann sein, ne? Boah, aber wie soll man denn so viele Punkte nachher bekommen? Dir fällt alles Merkwürdige am Verhalten oder Aussehen anderer Menschen auf. Das ist auch interessant. Wir werden dann hier mal das nehmen. So, jetzt haben wir es. Also dann würde ich aber lieber alle Punkte entfernen. Ach, das steht hier nicht mehr, ne? Jetzt haben wir wieder 4. Ja gut, dann würde ich ja dann hätte ich hier unten eher einen freigeschaltet. Dich auf dein Wissen über Sagen, okkulte und religiöse Symbole, alte Sprachen sowie Geheimgesellschaften. So. Boah, das kann man noch weitergehen, wa? So einen Punkt haben wir jetzt noch. Hier fehlt uns. Dir gelingt es mit Leichtigkeit, Menschen dazu zu bringen, in deinem Sinne zu handeln. So, da brauchen wir nachher noch einen Punkt. Und dann haben wir das auch freigeschaltet. Gut. Manuskripte auswählen. Hier kannst du festlegen, was du während deines Abenteuers liest. Jedes Manuskript, das du liest, bringt dir am Ende des Kapitels Fertigkeitenpunkte. Etikette. Ja, Okkultismus. Wissenschaft, Sprachen, Belesenheit. So, und hier müssten wir 3 haben. Hier beides nicht. Und wir sind ja Okkultist. Das möchte ich haben. So. Kapitelbeginn.
Your turn? The servants are not very efficient. De Richet can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted, given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of de Richet's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Oh, what a pity to lose a knight at the start of the game. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. It is never too late, and we have much to discuss. One last move? Don't worry. Our games always seem to end like this. Or always start like this. Come, take a seat, my friend. A little nighttime stroll, Mr. President? There's nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Peppermint, lime flower, and valerian. My miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. Thank you. And to you too, sir. I'm coming. Dear Monsieur de Richet, please excuse me, but I am unable to join you at present. However, rest assured that we are doing all we can to resolve the case that concerns us. By the way, enclosed, you will find a key that will enable you to retrieve the personal effects your mother left behind. Yours faithfully, Lord William Mortimer. Der Schlüssel. So, das müssen wir sehen, dass wir das noch bekommen. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, die Bilder. Gelee Royal. Moment. Herzsteinchen. So, hier ist eigentlich nichts, wo wir die Sachen kriegen können. Oder ist das hier eine Kiste? Nee. Dafür müssen wir den Schlüssel benutzen können. Na ja, gut, momentan noch nicht. Oder ist jetzt hier Schloss Knacken? Golden Elixir. Gold-Elixier. Inferno by Dante. Nee. Abandon hope, all ye Ich who muss das enter jetzt noch here. machen, das ist Lovely wichtig. lectures Mortimer's giving to his guests. Very jolly. So, hier ist am Boden war Greek was. drachma. One of the rare ancient coins to be mentioned both in the Bible and in the Quran. So, aber hier war noch eine Schatulle, ne? Sag ich doch. There's a circle around the lock here.
Must be the trunk Mortimer was talking about. The key should open it. So. There's a note. Effects of Seele de Riche, to be given to her son, Louis. I should probably take it. Bernsteinstücke. Du hast gerade ein Bernsteinstück gefunden. Für je 4 Bernsteinstücke, die du einsammelst, steigt deine maximale Konzentration um 1 Punkt. Ich habe eine Bernsteinkette, habe ich auch gerade um. Eine richtig große Kette mit ganz viele Bernsteine. Kein Scheiß. Dann kannst du im Bereich Inventar finden. All right. I've retrieved everything. So. Alles klar. Machen wir mal die Tür auf. Excuse me. Am I bothering you? No, not in the least. Is something wrong? I'm going to need your help. Do you remember the young lady we spoke of in the hall? Elizabeth Adams. Home introduced her to us. Yes. Well, she is the daughter of my friend, the Vice President, John Adams. But she is supposed to be dead. Yeah, that's bizarre. Fair enough. Good heavens! I was present at her funeral. It is disturbing indeed. Yes. I need to make sure it's her. That's where you come in. I want you to distract Elizabeth while I search her room. And perhaps get my hands on some important information. At least I hope so. Elizabeth is in the small salon. If you hurry, you can still catch her. I just need 10 minutes. But if my vision is true, there are 2 men nearby discussing very important issues, and one of them looks much like Mortimer. Washington is very kind, but I came to this island for my mother, not for his ghost stories. Count on me, sir. Thank you, my friend. Keep Elizabeth downstairs as long as possible. She must not return to her room. Trust me. Das Erbe Lafayettes. According to Washington, Lady Adams is in the small salon. I better hurry. So, aber wir müssen uns jetzt nicht unbedingt richtig schnell beeilen. Ein kleinen Saloon. So, ein kleiner Saloon. Könnte das Gang im 1. Stock. Der Richets Zimmer, das war unser Zimmer. Das muss weiter unten sein. Mal sehen. Speichern kann man immer, wenn man das Spiel aufhört. Dann wird gespeichert. Insofern, wir haben ja noch Aufnahmezeit. So, mal runter hier. Zu Adams im kleinen Salon im Erdgeschoss. Da steht's ja auch. Zu Adams im kleinen Erdgeschoss. Vorhof. So, und jetzt müssen wir mal sehen. Klein Saloon. Mal gucken. Ja, das Saloon könnte draußen sein, ne? Ne, das geht nicht. Das ist ja hier nicht das Saloon, ne? Hier ist auch keiner. Was ist das für ein Zimmer? Das wissen wir noch nicht.
Vielleicht müssen wir zu ihm. Vielleicht ist aber hier hinten noch was. Geht nicht. Gut, dann müssen wir wohl zu ihm. My son. Oh, you are a godsend. What's the matter, Your Eminence? I believe a Miss Adams may be in danger. What do you mean? Do you hear that? She is being manhandled in this small salon. By whom? I don't know exactly. A thug, a Frenchman, it seems. By the cut of his cloth, I'd say he's a member of the French Revolutionary Government. You should do something, my son. Klingt gefährlich. Warum muss ich da rein? You're right. That sounds like it might be bad. Good lord, that's all I needed. How am I supposed to keep Adams busy now? Do you know if the man is armed? No, I don't. I barely saw him. If this thing starts to sound serious, call the servants for help. I certainly will. Thank you, my son. May God watch over you. Who do you think you are? Mehrere Wege. Es gibt mehr als nur einen Weg, um dein Ziel zu erreichen. Dementsprechend kann es sinnvoll sein, nicht sofort den ersten Weg zu nehmen, der sich dir zeigt, sondern weiterzusuchen. Me, sir. If we were in France, I'd have sent you to the guillotine for what you just said. Please, just let me go back to my room. Hey, you! Stay out of it! This is none of your business. I'm gonna teach this little slut how to behave. What the hell is going on? Huh? I don't think you know who I am. Stop. I beg you. I didn't mean to. Don't hit me, please, sir. Shit. If I step in, Adams might just run back to her room. And if I do nothing, yes, Washington will have enough time to search, but this girl's gonna suffer. Damn it, what should I do? You filthy whore! I apologize. Have mercy. Please have mercy. No! No! I apologize. Nah, nah, nah. Mercy, have mercy. Nah, nah, nah. Where's that smart mouth now? I'll teach you a little respect. Huh? Look, you dumbass! Are you deaf? She said she was sorry. Call me that again. That's what I thought. Now get out! I have to deal with this dirty slut. Well, did you get time to search the room? Yes, I found out many things. Good. Did Elizabeth give you any trouble? Elizabeth? No. Well, you could have mentioned she was with a raving maniac, huh? What do you mean? She was with a Frenchman. He was about to beat her when I arrived. What the devil are you talking about? I thought he was gonna kill the poor girl. Did you intervene? I did what was necessary to give you enough time to search her room. Good work, my friend. I knew that I could count on you. So tell me, did you find any information? Oh, yes. What I found is likely to upset you. What do you mean by that? Elizabeth is indeed the daughter of John Adams. Why pass her off as dead? I found her medical file. It appears that for many years, your mother was her personal doctor. From what I read, she behaved more like a butcher than a doctor. What are you talking about? I'm not a child. What's going on here? John believed that his daughter was possessed. He appealed to your mother to save her, but the treatment she inflicted on the poor child... My God. Look, stop beating around the bush. What exactly did she do to her?
Do you believe your mother capable of torturing a child? My mother would never do something like that. But she did. And with the blessing of the Order. No, she wouldn't go that far. Prove it. Show me that file. I left it in her room so as not to arouse suspicion. My mother is not a monster. I do not doubt that your mother meant well. But the techniques described in the file, it is pure torture. Wahrscheinlich darstellen und zurückweisen. Please, I need some time alone. I have seen some horrors in my time. But if what is written in these damned documents is true, be brave, my boy. Wir haben noch 4 Minuten Zeit für die Aufnahme. Macht echt Laune, das Spiel. Eine gute Entscheidung, das auszusuchen. So. Ich weiß, glaube ich, wir müssen hier weiter. Hier kennen wir uns ja schon aus. So, machen wir das noch. Es sind noch 3 Minuten, das müsste eigentlich passen. Ja, geht schon wieder was ab. What are you doing here? I was worried about you, my son. How did it go with Miss Adams? Could have been worse. Let's say that Miss Adams will remember it for a couple of days. What? Did you not intervene? Of course not. What did you want me to do? That thug could have snapped me in half in 2 seconds. So, you prefer to let that fragile young lady take a beating rather than risk getting slapped around a bit yourself? Mr. Derice, your mother would not have been proud of you. Listen, next time it happens, join me instead of hiding behind the door. If you're gonna talk big, back it up. You should be ashamed. I will pray for your soul, my son. My son, I have another problem. I wanted to speak to you about something important. Do you still have my letter on you? The one I gave you in the hall? Why do you ask? I have a name to add to it. Here it is. Thank you, my son. Ah, I see that it's still sealed. I was right to put my trust in you, Luis. Now, give me 1 second, please. I can't imagine what would have happened if I hadn't added this name to the list. Please, be sure to give this letter to Sarah the moment you see her. You can count on it. Have a good night. So, das passt ja perfekt. Noch von der Zeit. Ja, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge Council. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß damit. Ich auf jeden Fall. Ja, alles klar. Ich werde mir jetzt was zu essen machen. Und dann werden wir heute noch ein ordentliches Stück weiter zocken. Und ich hole mal auf dem PC heute noch bei Steam Dying Light, Stay Human. Ja, und vielleicht noch andere schöne Dinge. Lasst euch überraschen, was auf meinem Kanal alles euch noch geboten wird. Alles klar. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen und wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest. Euer Robin Hood. Bye bye.